Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video. Heute mit dem ersten Tag nach dem FWC Serverstart. Und wir haben Neuigkeiten, neue Events, neue Bugfixes, neue Patch Notes, Wochenend-Event und ein neues Speed-Set, das Persian Warrior Set. Ist schon seit geraumer Zeit in der Umkleidekabine ersichtlich gewesen tatsächlich. Aber jetzt die offizielle Ankündigung und es ist jetzt auch im Cash-Shop. Wir haben ja, verschiedene Farben. Ich weiß gar nicht, was das erste ist. Grau? Oder ist das lila? Ne, lila haben wir eigentlich schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seht ja die Farben. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist auf jeden Fall ein cooles Set. Einzige, was mir persönlich wieder nicht so taugt, ist der Rucksack. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Könnt ihr euch in der Umkleidekabine ja noch ein bisschen angucken. Also macht schon irgendwo, also thematisch macht schon Sinn. Das Problem, was ich mit dem Rucksack habe, ist einfach ein Persian Warrior. Also ich meine, ich persönlich hätte jetzt so an Prince of Persia oder so gedacht oder so Assassin's Creed mäßig. Also ich meine, es sieht ja literally auch aus wie ein Assassine so ein bisschen. Auch wenn es Warrior heißt, nicht Assassine, ja. Aber ich meine, keine Ahnung, also für mich sieht er jetzt nicht aus wie ein Krieger in voller Rüstung oder so. Ich meine, er hat da trotzdem, sag ich mal, lässige Klamotten an irgendwo, alles als Stoff, also sehr beweglich wahrscheinlich. Und ich finde, dazu hätte schon irgendwie eine Art Umhang oder so gepasst oder irgendwas anderes. Weil mit so einem Rucksack auf dem Rücken kannst du dich auf jeden Fall nicht gut bewegen. Also damit schränkst du die gesamte Bewegungsfreiheit, die du durch die Kleidungswahl quasi getroffen oder gefunden hast, schränkst du damit wieder komplett ein. Also es macht irgendwie Sinn, aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Außerdem gibt es natürlich einen fliegenden Teppich, ja wie könnte es anders sein, den man sich zusätzlich kaufen muss, ein Fluggerät, ja. Aber insgesamt auf jeden Fall mal was anderes und ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann, womit machen wir weiter? Ich würde sagen Enhanced Weapon Piercing Chance. Ist natürlich klar, dass direkt nach FEC-Ende ein Upgrade-Event kommt. Ist ein bisschen Meme, kann man sagen. Weil wer zur Hölle wird jetzt Weapons piercen? Also ich meine, klar, es gibt immer jemanden, der irgendwas Neues bekommt. Ein neues Equipment-Piece, neues Item, neue Waffe, in dem Fall besser gesagt. Wo man mal ein paar Sockel draufhaut auf Deutsch. Heißt Piercing ja Sockel. Ja, aber es ist schon irgendwie ein bisschen dämlich. Also ich meine, du hast literally heute FEC-Ende, beziehungsweise heute erster Tag nach FEC-Ende. Wird jetzt wahrscheinlich nicht die große Mehrheit der Spieler hinrennen und irgendwelche Upgrades starten. Also ich denke mal, jetzt hätte so ein XP-Event oder so mehr Sinn gemacht. Gab es zwar auch erst letzte Woche, ich weiß. Aber um die Spieler auf den alten Servern oder auf den OG-Servern oder auf den normalen Servern willkommen zu heißen, so hier, wir erleichtern euch den Start ein bisschen. Ihr habt ein kleines Drop-Event oder ihr habt ein kleines XP-Event. Kommt es euch nicht ganz so beschissen vor, dass jetzt die ganzen Vorteile vom FEC weg sind. Nein, stattdessen halt ein Upgrade-Event. Und ich meine, selbst mit dem Upgrade-Event wird einem das extrem beschissen vorkommen, weil auf dem FEC hattest du permanent doppelte Upgrade-Chance. Und hier sind es gerade mal 5% oder 10% oder so. Was im Vergleich dazu quasi gar nichts ist. Und dann kommen wir zu den relativ ausführlichen Patch-Notes mit sehr vielen Bugfixes. Es sind auch viele Fragen aus den letzten Streams dabei. Beziehungsweise Punkte, die man angesprochen hat. Ist schön, dass hier teilweise sehr schnell reagiert wurde. Und ich finde es doch komisch, dass man hier Minor-Fixe schreibt, weil es doch einiges ist. Das sind die größten Patch-Notes seit einer ganzen Weile. Also ist jetzt nicht wirklich Minor, es sind einfach nur Fixes, I guess. Aber gut. Ja, überfliegen wir es mal. Ich werde nicht über alles was sagen, weil manche Probleme kannte ich nicht, aber einige kannte ich tatsächlich. Fixed an issue where players could not participate in the Rainbow Race as they were stuck. Fixed an issue in Kaiga's Assault where a specific area did not allow players to be killed. Ein game-breakender Kaiga's Bug, der anscheinend gefixt wurde. Endlich, nach ein paar Monaten. Also, besser gesagt, der Bug existiert wahrscheinlich seit Kaiga's Assault released wurde, also seit fast über einem halben Jahr. Fixed an issue where players were sometimes stuck after entering Kaiga's Assault. Noch ein, ja, auch irgendwie game-breakender Bug, den hatte ich letztes Mal bei Kaiga's Assault. Sehr nervig. Kannst dann quasi nicht mitspielen, ohne neu reinzugehen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es funktioniert tatsächlich. Ich habe es nicht ausprobiert, habe mich nicht getraut. Auf jeden Fall wurde jetzt gefixt, deswegen spielt es keine Rolle mehr. Auf jeden Fall waren das zwei extrem nervige Bugs, die jetzt gefixt wurden. Zu Kaiga's Assault generell muss man aber sagen, naja, es sind nicht nur die Bugs, die den Modus ein bisschen einschränken, sag ich mal. Aber gut, hier an anderer Stelle vielleicht nochmal ausführlicher darüber reden. Fixed an issue where attempting to place a NPC that is already placed still consumed it. Lol. Fixed an issue where pets were sometimes not retrieved after training them at the Pet Training NPC. Das hat gestern jemand gesagt.
quasi, da habe ich auch gesagt, hä, ist total unlogisch, das ergibt keinen Sinn. Also quasi Pet-NPC funktioniert so, du packst da zum Beispiel standardmäßig 3 Pets rein und dann levelt der die. Und warum solltest du 3 Pets reinpacken können? Also die Person gestern meinte, ich habe es selber nicht ausprobiert, das ist jetzt nur Hörensagen natürlich, aber, also die Patch-Note hier bestätigt das ja mehr oder weniger. Bis gestern war es wohl so, du hast deine Pets platziert und wenn ein Pet fertig war, hast du eine Meldung bekommen, dein Pet ist fertig und dann musst du aber wirklich aktiv ins Haus reingehen, sonst wird nicht mit den anderen Pets weitergemacht. Also das Pet bleibt quasi im NPC drinnen sozusagen. Das fertig gelevelte Pet. Und da wird es überhaupt keinen Sinn machen, dass du 3 Pets platzieren kannst, wenn du deine Pets aktiv rausholen musst. Du sagst deinem NPC quasi, hier sind 3 Pets, level die 3 jetzt und mach fertig. Sondern du musst tatsächlich reingehen und dich wieder aktiv damit beschäftigen, sobald ein Pet fertig ist. Und das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben, weil dann erstens brauche ich dann keine 3 Slots, wenn er nur ein Pet immer macht. Und zweitens ist es ja auch voll nervig, sich dann immer die Uhrzeit aufzuschreiben, wann das Pet fertig ist, um dann mit dem nächsten weiterzumachen oder das nächste Pet reinzupacken. Und so, also schon ziemlich bescheuert, muss man sagen. Deswegen gut, dass das auf jeden Fall früh gefixt wurde. Fixed an issue where players could use the teleport to join their partner in a house or ticket area. Aber man wurde 5 Sekunden später rausgekickt, deswegen war es jetzt nicht wirklich krass. Hier eine Frage, weil jemand meinte, irgendwie hat 24 Cheer-Punkte. Wurde auch gefixt. Der Skill, Couple Skill Field Outing, gab Cheer-Punkte. Also wenn jemand zu viele Cheer-Punkte hat in letzter Zeit, dann war das deswegen. Hätte man wahrscheinlich heftig abusen können, weil Cheer jetzt natürlich nicht so krass ist, aber naja, ein bisschen hätte man es schon abusen können. Aber naja, ich sage jetzt mal ein relativ harmloser Bug. Also sobald es halt gefixt wird, passt das schon. Fixed an issue where the couple experience reward displayed in the quest window was inaccurate. Fixed an issue where the couple experience was sometimes not saved after lockout. Fixed an issue where the couple cheer points decreased even when the cheer fails to cast. Fixed an issue where replacing a couple ring sometimes led to losing the ring after lockout. Damn. Fixed an issue where LWC golden weapons newly created did not have ultimate jewel slots. Fixed an issue where newly created ultimate weapons had 5 ultimate jewel slots unlocked. Stats from jewels only applied according to the upgrade level though. Also eine neue Ultimate-Waffe sollte keine 5 Slots automatisch haben, sondern nur, wenn sie auf plus 5 ist. Fixed an issue where the drop rate of common, uncommon weapons, not very rare, very rare, unique, varied with the player's level in instanced dungeons. Und zu diesem Punkt würde ich gerne etwas sagen, weil das schon echt ein bisschen frech ist manchmal. Denn hierüber habe ich mal ein explizites Video gemacht, weil es öfter schon von Leuten behauptet wurde damals, also jetzt ist es ja anscheinend gefixt worden, also hoffentlich stimmt das auch und ist wirklich so. Nämlich wurde hier gesagt, dass das nicht stimmt. Und das Problem wurde mehrfach reported, also es gab mehrere Bug-Reports darüber. Less Monsters in Dungeons, bla 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 bla. Und hier wurde dann sehr viel darüber diskutiert. Manche Leute haben sofort gesagt, ja, ist safe so, passt, habe ich auch so, ist mir auch so vollkommen, bla 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 bla. Und jetzt eine interessante Sache, also Bluekey ist anscheinend kein Dev mehr, zumindest hat er keine Dev-Rolle mehr im Discord, wusste ich tatsächlich auch nicht. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, war er auf jeden Fall Dev, sieht man auch in dem Video, was ich gemacht habe. Und er hat quasi gesagt, dass das an für sich schon stimmt, dass Monster ein verstecktes Level haben, pipapo, aber das hat keinen Effekt oder sollte keinen Effekt haben auf Drops etc. based on Level. Und das war am 1.10.2023 und am 24.10.2024, also über ein Jahr später, wurde es endlich anerkannt und gefixt. Das muss man sich mal geben. Also es wurde quasi ein Jahr lang, wenn du das reported hast, wenn du ein Ticket geschrieben hast, wenn du dich beschwert hast, wurde quasi gesagt, ja, es ist nicht so, stimmt nicht. Und jetzt plötzlich fixen sie es, obwohl es ja, also es stimmt ja nicht, es gab ja gar kein Problem. Ein Jahr lang haben Spieler quasi Paranoia gehabt, haben quasi gesagt, Alter, ich drop nichts, wenn ich zum Beispiel in Envy Devs Level 90 bin, aber wenn ich mit Envy Devs Level 65 reingehe, drop ich sau viel. Und da haben die ernsthaft den Leuten gesagt, ja, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das ist wirklich geisteskrank. Also das ist schon echt frech, muss man sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wann das offiziell das Problem anerkannt wurde. Kann sein, dass das schon ein bisschen länger her ist und es nicht genau über ein Jahr geleugnet wurde oder ein Jahr lang geleugnet wurde.
Aber, ich meine, du kannst doch nicht ernsthaft dahin gehen. Jemand sagt, ja, es kommt mir voll komisch vor, voll crazy. Du siehst, zig Spieler kommentieren das Gleiche, dass sie die gleichen Erfahrungen haben. Und du stellst dich einfach hin, offensichtlich ohne es zu testen, und sagst einfach, stimmt nicht, Bro. Du laberst Scheiße. Du hast keine Ahnung von dem Game. Du spielst es zwar jeden Tag 10 Stunden, aber du hast keine Ahnung von dem Game. Denn ich bin Entwickler und ich habe automatisch recht, weil ich Entwickler bin. Also ist schon echt cringe, weil sicherlich von den technischen Aspekten und so, da steckt schon viel dahinter und es sollte wahrscheinlich wirklich so sein, dass es nicht so ist. Aber ganz ehrlich, wenn sowas reported wird, ist doch der Standard-Move, du gehst hin, probierst es zu replizieren und erst wenn du es nicht replizieren kannst, sagst du, okay, ich konnte es nicht replizieren, eigentlich sollte es nicht so sein und damit hast du es dann abgehakt. Aber steht da so nicht drin, da steht einfach nur, nö, es ist oder es sollte nicht so sein. Aber es ist so und offensichtlich haben sie sich das ein Jahr lang nicht sehr zu Herzen genommen. Ist jetzt kein ultra problematisches Thema, sag ich mal. Da geht es um wenige Hunderttausende bis maximal 1, 2, 3 Millionen Penya pro Dungeon Run. Im High-Level vielleicht. Also es ist nicht der Rede wert, sag ich mal. Aber schon irgendwie unfair. Weil wenn du jetzt mit einer Full 160er-Gruppe zum Beispiel einen Dungeon farmst oder mit einer Full 90er-Gruppe oder whatever, also immer mit dem Maximallevel, droppst du halt einfach weniger Items. Und ich meine, wenn du jetzt wirklich sehr viele Runs machst, über ein Jahr gerechnet, kann sich das schon extrem auswirken. Also ist schon krass. Dann, fixed an issue where the displayed price of the blank world template at the Charlie NPC was incorrect. Da gab es irgendwie ein Haus, das 4 Milliarden Penya kostet oder so, habe ich gehört. Habe es mir ehrlich gesagt gar nicht angeschaut. Fixed an issue where some players could not leave or join another party after the game server unexpectedly went offline. Fixed an issue where various items could be inserted into the card upgrade window. It was of course not possible to proceed with the upgrades. Fixed an issue where the player was invisible after teleporting while scroll lock camera zoom was active. Oh, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal. Damn. Da war ich tatsächlich. Ich habe sogar ein Video, das heißt irgendwie der Unsichtbare oder so. Fixed an issue in item tooltips where the level requirement was read during Master Quest when requirement and real level were equal. Improved the frame rate in the 4-second tower. Tower 6th and 7th floors. Also einfach 6F und 7F. Genau. Dann, the schedule of the Madrigal tournament has been adjusted to 9 PM server time, except for the server Mashpoi, where it will be 8 PM server time. Couple storage can now be accessed from Saint Morning, Darken, Asria und Corral. Brightness in the 4-second tower 6th and 7th floor has been increased. Das gucken wir uns natürlich direkt an. Und ich muss sagen, also has been increased, finde ich das definitiv der falsche Wortlaut. Ich würde sagen, has been slightly increased. Also mein Problem ist hauptsächlich, wenn ich Licht anhabe, also offensichtlich ist die Helligkeit meiner Monitore nicht hell genug oder so, keine Ahnung. Aber mein Problem ist hauptsächlich, wenn ich jetzt wirklich hier Licht anhabe, also volles Licht, ganz normal, oder ich sag mal so, draußen würde heftig die Sonne scheinen oder so, ja, dann ist es wirklich schlimm. Wenn ich jetzt alle Lichter bei mir ausmache und ich mache nachts den Tower oder so, dann geht's. Aber ich meine, allein das zeigt ja schon, dass da irgendwas nicht mit stimmen kann, wenn meine Lichtverhältnisse im echten Leben, ich meine, klar, es ist immer so, wenn du ein dunkles Videospiel spielst, ein dunkles Video schaust, einen dunklen Film schaust, schon klar, dass das eine Auswirkung hat. Aber es sollte nicht so eine heftige Auswirkung haben. Also es ist literally so, wenn ich hier Licht an- und ausmache, ich meine, ihr seht es jetzt natürlich gerade nicht, aber im Stream habe ich auch schon darüber geredet, dass teilweise solche Felder, so 4 so dunkle Felder, einfach zu einem Block aus schwarzer Materie verschmelzen quasi. Und wenn ich das Licht ausmache, plötzlich sehe ich, nevermind, das sind einfach ganz normal 4 Felder. Man sieht es einfach nur so schlecht. Ja, also ich sehe das hier richtig gut jetzt. Wie gesagt, ich kann es euch nicht so gut demonstrieren, dafür müsste ich noch eine Handykamera rausholen und hier meinen Bildschirm abfilmen. Aber ich habe jetzt quasi hier so einen dunklen Fleck, der einfach aussieht wie so einfach ein schwarzer Fleck. Hier, hier, hier. So eine richtige Street quasi. Und es ist ein bisschen besser geworden, ja, aber ich finde, es ist immer noch nicht gut genug. Es ist immer noch eine ziemlich schlechte Experience einfach. Also ich meine, warum ist das so dunkel? Macht es doch einfach ein bisschen heller. Ich meine, von der Logik her, alle Tower Stages befinden sich im Tower. Und keine einzige Tower Stage ist so dunkel. Also warum ist diese Tower Stage so dunkel? Ich verstehe einfach die Logik dahinter nicht. Der gesamte Tower, alle Ebenen befinden sich im Tower. Ein an sich geschlossener Raum, I guess. Und
trotzdem ist nur diese Ebene so verflucht dunkel und kein Mensch versteht wieso. Also, keine Ahnung. Also ich finde, sie sollten es nochmal erhöhen. Meiner Meinung nach ist es immer noch zu dunkel. Aber wenn sie es jetzt nicht mehr machen, keine Ahnung. Ich denke mal, die meisten Leute würden sich damit jetzt wahrscheinlich zufrieden geben. Ich persönlich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Ich würde sagen, sie müssen es nochmal, wie gesagt, ein kleines bisschen erhöhen. Aber naja. Außerdem haben sie angeblich den Damage der Monster in Forsaken Towers 6 und 7 Floors reduced. Kann ich jetzt noch nicht so gut testen, weil ich jetzt keinen vollen Tower Run machen kann. Habe gar keine Zeit dafür. Werde ich heute Abend wahrscheinlich testen. Und bin ich schon gespannt darauf. Allerdings hier steht halt wieder slightly reduced und hier steht increased. Also brightness increased, würde ich sagen, war slightly. Und beim slightly damage reduced, was kann man da dann erwarten? Wahrscheinlich nicht viel. Also ich würde mal schätzen, irgendwas zwischen 5 und 10% vielleicht. Du kriegst halt keine 8K Crits oder keine 12K Crits mehr, sondern nur noch 11K und 7K. Tut trotzdem immer noch gescheit weh. Also mal gucken, ob das viel bringen wird. Außerdem haben sie die Thumbnails von den Forsaken Towers geändert, aber gut, das interessiert glaube ich eh keinen. Und added an option to the chat menu to copy a player's name to the clipboard. Jo, das waren die Patch Notes und jetzt kommt noch das Event. Halloween Pumpkin Event. Hier habe ich auch ein sehr großes Problem mit, leider. Und zwar neues Event bis zum 21. November, leider wieder ein sehr langes Event. Wir haben eine tägliche Quest ab Level 20. Die man automatisch bekommt. Man muss nur Taste U Spielzeit drücken. Ich sag schon Taste U Spielzeit. Taste U Event-Menü und dann aufs Halloween-Event gehen. Ist also sehr einfach zu finden. Man muss die Quest nicht extra annehmen. Das ist nice. Dann muss man außerdem auch relativ wenig machen dafür. Man muss nur 30 Monster besiegen, die maximal 10 Level drunter oder drüber sein dürfen, vom Charakter gesehen. Und man muss für 30 Minuten spielen. Also das ist echt einfach, muss man sagen. Das ist wirklich einfach. Das ist im Endeffekt das gleiche wie mit dem PK-Event, nur dass du diesmal die PK-Chips nicht brauchst, was ein riesiger Unterschied ist bei den PK-Chips. Klar, für 1 oder 2 Charakter geht schnell, aber wenn du, sag ich mal, viele Charakter hast und das farmen wolltest, das PK-Event war schon... Hat sich dann schon gezogen, wenn du es jetzt wirklich mit 8 Charakteren durchgehend farmen wolltest, zum Beispiel. Den Schritt haben sie hier quasi entfernt. Jetzt ist nur noch Monster besiegen und 30 Minuten spielen. Dann für sich eine Verbesserung. Man bekommt ein Event-Item von, also wenn man Daily Quests completed, also beide, by the way, also man muss nicht Monster töten, theoretisch, um am Event teilzunehmen. 30 Minuten online sein reicht, also die Quests sind quasi unabhängig voneinander und dann bekommt man diesen Event Pumpkin Ball. Mit diesem Pumpkin Ball kann man Pumpkin Objects zerstören und dafür bekommt man dann Event Pumpkin Treat Box. Ich zeige das gleich einfach mal. Die Event Pumpkin Treat Box ist okay, würde ich sagen. Auch ein bisschen unlogisch von den Belohnungen her. Also wir haben eine Potion Select Box. Eins der besten Power-Ups im Game, beziehungsweise eins der besten Power-Up-Box-Items, I guess. 10% Wahrscheinlichkeit. Und dann haben wir Red, Green, Blue, Purple, Cotton Candy, auch mit 10%. Man kriegt zwar 2, aber das ergibt schon mal irgendwie heftig keinen Sinn. Wieso zum Teufel steht Red Cotton Candy auf der gleichen Stufe wie Potion Select Box? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich meine, es ist gut, dass die Potion Box auch 10% hat, aber es ergibt irgendwie keinen Sinn. Genau, und dann geht es mit 9% weiter hier. Hauptsächlich Power-Ups in dem Bereich. Dann in den Low-Bereich gehen wir mit hier 2% Chance auf Halloween Balloons Box. Das ist quasi mit den, also glaube ich zumindest, dass es die Ballons sind, die mehr Erfahrung geben, die man zeitgleich mit einer Ampli aktivieren kann. Es gibt Pet Transmute, es gibt Modern Halloween Lucky Box, das müsste Speedset CS Box sein, Store of Reduction B, Box of Element Attack, Pumpkin Weapon Skins, Reaper Weapon Skins und Violet Halloween Puppet. Also ein bunt gemischtes Event, viele Power-Ups vor allem, aber auch ein paar praktische Items oder als Skins, also so Alltags-Items, keine Ahnung. Ist an für sich interessant. Und es gibt noch dann Belohnungen für 20 Pumpkins und 40 Pumpkins zerstören. Wenn man 20 Pumpkins zerstört, kriegt man auch 2 Halloween Balloons. Also man kriegt quasi Balloons garantiert, allerdings nicht so viele. Und man muss natürlich erstmal was dafür machen. Und für 40 Pumpkins, die man während dem Event zerstört, kriegt man einmal das Wizard-Set oder Witch-Set und kann sich das Geschlecht aussuchen. Und alle Items, die den eckige Klammer auf, Event, eckige Klammer zu, Tag haben, werden am 5.12. entfernt. Das ist endlich mal eine klipp und klare Ansage, die hoffentlich unmissverständlich sein sollte.
und hoffentlich auch genauso eingehalten wird. Ich habe bei solchen Events bisher immer kritisiert, dass nie ganz genau dasteht, wie es gemeint ist. Es gab immer Interpretationsspielraum, es gab immer, wird das jetzt auch gelöscht, weil da stand da meistens nur All Event Items werden gelöscht. Ja, was ist ein Event Item? Bedeutet das jetzt alle Items? Also es gab immer Missverständnisse, es gab immer Fragen, nie war man sich hundertprozentig sicher. Und jetzt haben sie das endlich entfernt. Also, sofern das halt stimmt, aber man muss halt davon ausgehen, dass es stimmt. Und ja, das heißt, alle Boxen, alle Items in dem Sinne, das muss man alles öffnen und verbrauchen. Alle Items, die man dann aber daraus bekommt, die werden nicht gelöscht. AKA, alles, was diesen Event-Tag trägt, wird gelöscht. Und alles, was diesen Event-Tag nicht trägt, kannst du für immer behalten. Oder solange du lustig bist. Und das Ganze ist auch erst am 5. Dezember, also auch 2 Wochen nach Eventende. Also hat man auch ausreichend Zeit, alles mitzunehmen, das Event vollständig zu beenden, bis zum letzten Tag zu spielen. Und erst dann wird es gelöscht. Also auch das ist eine deutliche Verbesserung. Das ist auf jeden Fall schön, dass sie das endlich gemacht haben. Jetzt kommen wir aber zu dem großen Problem, was ich mit dem Event habe und zu meiner kleinen Demonstration für euch. Und zwar folgendes. Oh, ihr seht meinen Bildschirm nicht. Jetzt. Also, das hier ist dieser Halloween Pumpkin Ball. Den habe ich jetzt bekommen, weil ich einfach nur 30 Minuten online war. Hier ist dieses Eventmenü, Taste U, wie gesagt, Halloween Pumpkin Hunt. Ich habe jetzt eine Quest abgeschlossen. Einfach nur 30 Minuten online sein. Wie gesagt, auch damit nehme ich aktiv an dem Event teil. Ich muss diese Monster also nicht zwingend töten. Man kann auch so an dem Event teilnehmen. Dann, hier sind diese beiden Belohnungen für 20 und 40 Mal. Also die bekommt man dann auch hier, I guess, irgendwie. Und hier steht, wie viele Pumpkins man schon zerstört hat. Also ist eigentlich ganz nett gemacht, alles in allem. Jetzt kommen wir aber zum großen Problem. Diese Pumpkins können überall in Madrigal stehen in der Open World. Also nicht in Dungeons, aber überall in der Open World. So, aber was ist jetzt das Problem? Man könnte es sich vielleicht schon denken, was könnte das Problem sein, wenn jetzt hier ein riesiger Pumpkin rumsteht, da wo ich eigentlich leveln will? Ach so, ja gut, bei Albers levelt man jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Was könnte nur das Problem sein? Du kannst wegen eines Hindernisses nicht angreifen. Du kannst wegen eines Hindernisses nicht angreifen. Ja. Diese Dinger stellen natürlich Hindernisse dar, die Blinkpool blockieren, Random Entry, alle Ranged Skills, Ranger Auto Attacks, alles kann blockiert werden. Und ich war jetzt noch nicht überall unterwegs, logischerweise, wie auch, aber je nach Level-Spot kann es natürlich schon extrem nervig sein. Klar, man kann den Pumpkin theoretisch zerstören, das können wir auch gleich mal ausprobieren hier. Man muss doppelklicken auf den Pumpkin und dann muss man auf die Stelle klicken, wo der Pumpkin sich befindet. Also ja, man kann es loswerden, aber ich habe ja auch nicht unendlich von diesen Pumpkins. Wenn ich jetzt theoretisch 10 Stunden leveln will heute, ich meine, ich habe wahrscheinlich nicht genug Bälle, um 10 solche Pumpkins zu zerstören oder um hunderte solche Pumpkins zu zerstören, im krassesten Fall. Also kann eine kurzfristige Lösung sein, um so einen extrem nervigen Pumpkin loszuwerden? Ja, aber irgendwann werden mir die Bälle ausgehen und ich meine, wie gesagt, ich kann nicht alle Pumpkins zerstören wahrscheinlich, die mir auf den Sack gehen beim Leveln. Und das verstehe ich halt mal wieder absolut nicht, weil das ist halt Player Experience technisch schon wieder echt schlimm, weil das Event geht halt auch einfach bis zum 21. November und das heißt, ich jetzt als Elementor muss jetzt Angst haben, dass ich jetzt 1 Monat lang oder 4 Wochen lang gar nicht richtig spielen kann oder halt mich permanent aufregen muss über diese Pumpkins. Und das ist halt einfach ein Event. Das ist eigentlich etwas, wo man halt sagen kann, naja, mache ich jetzt mit oder mache ich nicht mit, aber das Event wird dann quasi so ins Gesicht gedrückt. Hier hast du diese Pumpkins, friss oder stirb. Oder Level Experience versaut oder nicht. Also ist schon ein bisschen fragwürdig. Also bin ich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht so wirklich begeistert von. Also ich will nicht immer negativ sein, aber ich meine, wie soll ich denn das jetzt positiv bewerten? Ich meine, da stehen so einfach Pumpkins rum, die Skills blockieren können. Was halt grundsätzlich schon ein riesiges Problem für Live Universe ist, dass man andauernd Portbugs hat, Hindernisse und so weiter. Und was machen sie? Sie fügen ein literally Event ein, das dieses Problem für 1 Monat extrem verschlechtert. Also ich meine, sorry, aber da kann ich doch nicht positiv bleiben. Das ist doch einfach nur crazy. Also das ist wirklich eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung. Und ich weiß nicht, wie man das jetzt fixen kann während dem Event. Wahrscheinlich gar nicht. Das muss man jetzt wahrscheinlich einfach so hinnehmen. Aber ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass sie das machen, weil das ist einfach nur ein schlechter Witz. Mehr ist es einfach nicht. Und das war's mit den News von heute. Sehr ausführlich alles diskutiert, I guess. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Heute erster Livestream nach FWC-Ende. Twitch-Link in der Videobeschreibung.
Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein und ciao, ciao.